Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu meinem Vortrag über das Projekt Gelber Hund, mehr Abstand bitte. Das Projekt Gelber Hund ist ein internationales Projekt. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn das natürlich nur in Österreich oder nur in einem begrenzten Raum bekannt ist, dann bringt das nicht so viel. Gegründet wurde es in Schweden und ist inzwischen in mehr als 19 Ländern verfügbar und in 19 Sprachen sind Flyer und Poster downloadbar und so kann man auch die Botschaft sehr gut verbreiten. Das Ganze ist eine Non-Profit-Organisation oder eine Non-Profit-Geschichte. Das ganze Projekt lebt davon, dass praktisch jeder und jede selbstständig die Botschaft verbreiten kann, indem einfach das gelbe Band an den Hund angebracht wird, entweder an Leine oder an Brustgeschirr, sodass bekannt wird, dass dieser Hund einfach aus unterschiedlichen Gründen, wo ich dann heute noch dazu komme, Abstand benötigt. Ich bin eben jetzt seit mehr als einem halben Jahr die Botschafterin in Österreich. www.gelberhund.at ist die Homepage und wir sind auch auf Facebook vertreten. Ja, jetzt stellt sich einmal die Frage, was sind gelbe Hunde? Also ein gelbes Halstuch oder ein gelbes Band am Brustgeschirr oder am Halsband angebracht oder an der Leine bedeutet, dass der Hund Abstand oder Zeit zum Ausweichen benötigt. Das ist einmal eine sehr einfache Botschaft. Warum brauchen manche Hunde mehr Freiraum? Da haben wir mal so eine Aufzählung, habe ich für Sie vorbereitet. Der Hund kann krank sein, unter Umständen auch ansteckend. Da ist es auch im Sinne des anderen Hundes, dass er nicht Kontakt mit meinem Hund hat. Der Hund kann in Ausbildung sein, kann gerade im Training sein, muss sich also konzentrieren. Auch hier ist Sozialkontakt mit Artgenossen etwas, was den Hund stört. Der Hund kann nach einer Operation sich in Reha befinden, das heißt, er hat unter Umständen noch Schmerzen, soll nicht wild rumspringen. Auch da ist Sozialkontakt mit Artgenossen häufig ein Stressfaktor. Unter Umständen kann der Hund auch aus dem Tierschutz sein oder man kennt einfach die Vorgeschichte des Hundes nicht. Da sollte man immer vorsichtig vorgehen und eben mit Hundekontakt, mit Fremdhundekontakt wirklich sehr sparsam umgehen. Wenn ein Hund natürlich mit fremden Hunden schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann ergibt es sich von selbst, dass er Kontakt mit fremden Hunden nicht unbedingt anstrebt. Und um das Ganze zu verhindern, hilft eben die gelbe Schleife, das gelbe Band an Brustgeschirr oder Leine. Läufige Hündin, der Sinn ergibt sich von selbst, so unerwünschte Fortpflanzung soll verhindert werden. Hier haben wir die einzelnen Gründe noch einmal im Plakat- bzw. Flyer-Format. Da sieht man auch schon, wie die Schleife angebracht werden kann. Hier ist es meistens oder durchgängig auf der Leine angebracht, kann aber wie gesagt auch am Brustgeschirr oder am Halsband dranhängen, hängt natürlich auch vom Hund ab. Ja? Also wenn es ein sehr langfälliger Hund ist, wo praktisch die gelbe Schleife, also das ist jetzt hier ein relativ kleines Exemplar im Fell untergeht, ja, dann macht das natürlich keinen Sinn. Das heißt, es sollte schon ein größeres Stück Stoff sein, kann auch jeder selbstständig zu Hause praktisch einen alten Stoff zerschneiden und das einfach an Brustgeschirr oder Halsband anbringen. Es spricht schon für sich, der Aufwand ist sehr gering, ja, also so einen gelben Stoff hat sicherlich jeder irgendwo zu Hause liegen. Und die Wirkung kann wirklich sehr groß sein. Ja? Also weil manche Hunde haben einfach wirklich Probleme mit Sozialkontakt mit Artgenossen, sie sind da wirklich belastet, bekommen Stress und der geringe Aufwand bedeutet einfach, dass es halt ein einfaches visuelles Signal ist. Das heißt, man muss jetzt nicht dem anderen Besitzer zurufen, bitte lassen Sie Ihren Hund nicht her, der kommt zurück, meiner tut nichts, ja, das hilft mir aber nichts, wenn mein Hund eine Krankheit hat zum Beispiel. Ja, also das heißt, das Ganze sollte einfach so eine Kommunikation möglichst verhindern. Es ist sehr einfach anwendbar, habe ich auch schon erklärt, das heißt, jeder hat kann sich so ein Stück Stoff selber herstellen, es ist auch ganz einfach anwendbar, es ist billig. Man kann das ganz einfach an- und abnehmen, ja, also je nach Situation, wenn man zum Beispiel gerade beim Tierarzt wartet und der Hund einfach den Stress allein beim Tierarzt schon kaum aushält und dann zusätzlich vielleicht noch mehrere Hunde herkommen würden, ja, dann kann man gerade zur Tierarzt-Wartesituation einfach das gelbe Band anbringen als Zeichen von, mein Hund möchte jetzt wirklich keinen Sozialkontakt haben. Die Bedeutung des gelben Bandes ist wirklich auch
sehr, sehr einfach. Ja, also auch Kinder können das verstehen, wenn man es ihnen einmal erklärt. Bitte einfach Abstand zum Hund halten. Ja, also jeder Hund, der irgendwo eine gelbe Schleife, eine gelbe Markierung angebracht hat, sollte einfach keinen Kontakt zu anderen Hunden und oder Menschen haben. Jetzt komme ich noch einmal zu den einzelnen Beweggründen, weshalb ein Hund keinen Sozialkontakt mit Artgenossen haben sollte. Wenn der Hund krank ist, rekonvaleszent nach einer Operation, dann sollte er unter Umständen, damit zum Beispiel eine Nachricht aufbricht, damit alles gut, das Gewebe gut verheilt, sollte er nicht in ein wildes Spiel verwickelt werden, auch wenn er an sich sozial verträglich ist. Ein Hund kann eine Verletzung an der Pfote haben, auch das behindert ein Spiel unter Hunden massiv und sollte auch nicht praktisch gefordert werden. Ja? Also das heißt, wenn der andere Hund, ein fremder Hund spielen möchte und herkommt zum eigenen Hund, der an der Leine ist und nicht soll, ja, dann muss man den Hund irgendwie mit Kraftaufwand zurückhalten und das Ganze bringt nichts. Ja? Also besser ist, wenn man dann von vornherein auf Abstand bleibt, dann kommt es auch gar nicht zu so einer Konfliktsituation. Es gibt natürlich auch blinde oder taube Hunde, die, das ist ganz, ganz logisch, ja, viel eher gestresst sind bei Sozialkontakt mit Artgenossen, vor allem ein blinder Hund, der einfach auch die Annäherung eines fremden Hundes ja gar nicht so erwartet. Ja. Das heißt, der ist immer überrascht oder gestresst, wenn dann plötzlich eine fremde Nase vor ihm steht, sozusagen, und der den anderen Hund nur riechen kann und aber gar nicht sieht, was der macht. Also von daher ist auch für blinde und oder taube Hunde die gelbe Schleife wirklich eine große Hilfe. Hunde können sowohl geistig als auch körperlich behindert sein, was nicht unbedingt sofort auf den ersten Blick erkennbar sein muss. Ja? Und auch hier kann die gelbe Schleife verhindern, dass der Hund in Situationen geführt wird, wo er dann unter Umständen sich selbst nicht mehr helfen kann und einfach einer großen Stressbelastung ausgesetzt ist. Eine ansteckende Krankheit ist natürlich logisch, dass man da den Hundekontakt vermeiden sollte, und da ist es auch im Sinne, vor allem im Sinne der anderen Hunde, dass sie keinen Kontakt haben. Ja, und da hilft dann eben praktisch die Antwort, meiner tut aber nichts, gar nichts. Ja? Also das heißt, da redet man im Grunde aneinander vorbei, und während man redet, ist der andere Hund schon da. Ja, also wenn man eine Hündin hat und die läufig ist, dann ist man sowieso schon so spießrutenlaufmäßig unterwegs. Auch hier ist es dann sehr praktisch, wenn man nicht jedem anderen Hundebesitzer, der potenziell einen Rüden hat, zurufen muss, bitte lassen Sie den Hund nicht her, sondern dass das schon von vornherein einfach klar ist. Ja. So verhindert man einfach Konfliktsituationen, auch zwischenmenschliche Konfliktsituationen, nicht nur unter den Hunden. Gerade alte Hunde oder Hunde, die vielleicht aufgrund einer körperlichen Belastung müde sind, schätzen Sozialkontakt, vor allem vielleicht mit jüngeren, wilden Hunden, die sehr, sehr wild toben wollen, nicht sonderlich. Ja. Gerade alte Hunde haben auch häufig Probleme im Rücken, im Bewegungsapparat, der jüngere Hund springt ihm drauf. So entstehen einfach Konfliktsituationen, die man wirklich vermeiden sollte, weil auch der alte Hund sollte nicht lernen, wenn ein anderer Hund kommt, dann tut mir irgendwann einmal der Rücken weh. Ja? Also so würde man dann auch verhindern, dass so ein Verhaltensproblem überhaupt entsteht und dass sich der alte Hund selber verteidigen muss. Also ich bin ängstlich, ist sicherlich einer der wichtigsten oder häufigsten Gründe, damit Abstand eingehalten wird zum eigenen Hund. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Ungenügende Sozialisation. Ja, wir kennen alle die Problematik von Welpenhandel und Co. Die Welpen wachsen in Welpenfabriken, sagen wir es jetzt einmal auf, lernen überhaupt nichts kennen in der wichtigen Sozialisationsphase. Das heißt, sie haben kaum Kontakt zu Menschen, lernen keine Umweltreize kennen etc. Und auch wenige bis keine anderen Hunde sind somit einmal völlig reizüberflutet, wenn sie zum Beispiel nach Wien kommen. Ja? Und dann auch noch zusätzlich zu dem ganzen Stress, den sie durch die Umstellung und durch die ganzen unbekannten Eindrücke haben, noch zusätzlich Sozialkontakt, also positiven Sozialkontakt bewerkstelligen zu können, das überfordert sehr viele Hunde. Schlechte Umweltgewöhnung passt da auch ganz genau hinein. Ja? Also wenn ein Hund am Land groß geworden ist und nach Wien kommt, hat er einfach mit
ziemlich große Wahrscheinlichkeit, zumindest am Anfang, ein gewisses Problem, ja, weil er einfach sehr reizüberflutet ist, gar nicht weiß, worauf er sich konzentrieren kann und auf einmal rennen 3 Hunde auf ihn zu und er ist einfach völlig überfordert. Das fördert Konflikte und das sollte man eben von vornherein vermeiden. Lernerfahrungen mit anderen Hunden, die unangenehm, ängstigend oder gar schmerzhaft waren, sind natürlich also der Grund liegt auf der Hand, weshalb der Hund da vermeidet oder eigentlich Hundekontakt nicht haben sollte. Und man sollte eben nie einen Hund, der ganz deutlich mit seiner Körpersprache zeigt, ich habe jetzt Angst vor dem anderen Hund, den sollte man nicht in den Sozialkontakt hinein zwingen, weil man einfach Gefahr läuft, dass der Hund sich dann irgendwann einmal selber wehrt. Mir geht es nicht gut, kann auch einfach sein, dass vielleicht aufgrund von Einflüssen im Tagesablauf des Besitzers es Veränderungen gibt. Das heißt, der Hund ist häufiger ungewohnten Stresssituationen ausgesetzt und aus dem Grund nicht gerade in seiner Mitte. Da kann es einfach auch sein, der Sozialkontakt, dass der dann einfach überfordert ist in der Situation. Ja? Wenn natürlich der Hund, wenn man einen Hund sich auf dem Tierheim holt und der davor 23 Stunden am Tag praktisch die Innenwände seines Zwingers betonmäßig gesehen hat und auf einmal in eine sehr nette Familie kommt, wo halt sehr viele Eindrücke sind, dann ist der unter Umständen auch einfach wirklich einmal für 3, 4, 5 Wochen überfordert und da sollte man mit Sozialkontakt wirklich sehr restriktiv vorgehen. Das passt auch ganz gut in psychische Belastung. Da kann es auch einfach sein, dass vielleicht also wenn man 2 Hunde hatte und einer von beiden ist verstorben, dann kann einfach sein, dass der zurückgebliebene Hund einfach trauert und aus dem Grund einfach nicht in der Lage ist oder sich nicht darüber freut, wenn fremde Hunde auf ihn zugelaufen kommen. Und last but not least, natürlich jeder Hund, wie auch jeder Mensch, kann einfach einmal einen schlechten Tag haben, mit der linken Pfote aufgestanden sein, nicht so gut drauf, vielleicht Kopfweh, wetterfühlig, was auch immer, das sollte man einfach berücksichtigen. Ich bin unsicher, das deckt sich teilweise auch mit ich bin ängstlich. Auch hier spielen einfach unangenehme Erfahrungen in der Vergangenheit eine Rolle. Schlechte Sozialisation, schlechte Umweltgewöhnung, das alles sind Faktoren, die einfach von Grund auf schon eine Stressbelastung für den Hund darstellen. Wenn dann zusätzlich noch der Stress von Sozialkontakt praktisch dazukommt, dann kann es einfach sein, dass der Hund sehr überfordert ist. Bestimmte Trainingssituationen sollten verhindert werden, wenn man an Hundekontakt praktisch schon kommen sieht. Ja? Also wenn man an der Leinenführigkeit im Alltag trainiert und ein anderer Hund kommt hergeschossen, ja, dann kann ich nicht mehr daran trainieren. Ja? Das heißt, da werde ich dann immer wieder unterbrochen und das Ganze führt einfach dazu, dass der Hund nicht das lernt, was er eigentlich lernen sollte. Auch das Fahren in öffentlichen oder das Benutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln ist auch so ein Fall. Ja, dort ist es viel zu eng, um überhaupt einen gescheiten Sozialkontakt zulassen zu können. Das heißt, da können die Hunde sowieso nicht in ihrer Sprache kommunizieren, weil die brauchen da einfach Raum und Platz, um sich höflich zu begegnen und das ist einfach in öffentlichen Verkehrsmitteln logischerweise nicht möglich. Auch wir Menschen fühlen uns manchmal, wenn es sehr eng ist, nicht sonderlich wohl. Ja? So geht es natürlich dem Hund auch. Wenn ein Hund ganz was Spezielles lernen sollte, ja, irgendeine Nasenarbeit oder irgendeinen Trick oder vielleicht als Therapiehund ausgebildet wird, ja, das ist natürlich hoch konzentrierte Arbeit für den Hund und da sollte auch praktisch ein anderer Mensch mit seinem Hund von vornherein wissen, okay, der hat eine gelbe Schleife, offenbar sind die mit irgendwas beschäftigt, es gibt irgendein Thema bei dem Hund, ich lasse meinen Hund nicht zu diesem Hund, der ein gelbes Band hat. Verhaltenstherapie, da meine ich am ehesten noch Aggressionsproblematik, ja, also wo der Hund schon gelernt hat, sich durch Aggressionsverhalten in irgendeiner Form Erleichterung zu verschaffen. Und da ist es natürlich absolut kontraproduktiv, wenn der Hund also unter Anführungszeichen immer und immer wieder in die Situation kommt, wo er sich selbst verteidigt bzw. den anderen Hund vertreiben muss aus seiner Sicht. Ich möchte in Ruhe gelassen werden, das ist auch noch so ein allgemein Punkt sozusagen, eben anstrengender Tag, er ist einfach müde im Restaurant oder beim Tierarzt, praktisch müde, ja, oder möchte vielleicht schlafen, jetzt im Restaurant, einfach nach einem Spaziergang oder bei einem Kaffeehausbesuch.
hier die gelbe Schleife hilft einfach dem Hund, dass er wirklich abschalten kann und dass nicht andauernd ein anderer Hund an seinem Hintern picht, ja, und ihn einfach aufweckt, stört. Das kann einfach sehr nerven und der eigene Hund lernt durch solche Erfahrungen immer mehr und mehr. Fremde Hunde gehen mir eigentlich ziemlich am Zeiger. Ja, die lassen mich nicht in Ruhe. Und das ist eine Lernerfahrung, die will man nicht fördern. Was mir zusätzlich dann noch eingefallen ist, ist natürlich, wenn ich einen Pflegehund bei mir aufnehme, den kenne ich nicht sonderlich gut, auch wenn praktisch der Besitzer oder die Leute, die den Hund irgendwo gerettet haben, mir sagen, der Hund ist grundsätzlich, verhält sich so und so, kann ich das nicht unbedingt immer so glauben. Ja? Das heißt, ich gehe einmal sehr, sehr vorsichtig mit einem Pflegehund bzw. neu aufgenommenen oder unbekannten Hund vor und lasse mal Sozialkontakt eher nicht zu, also im Sinne des eigenen und auch des anderen Hundes. Leinenaggression oder Angstaggression, Aggressionsverhalten allgemein sind auch, wie ich vorher schon erwähnt habe, Fälle oder Gründe, weshalb Sozialkontakt außerhalb von Trainingssituationen wirklich unerwünscht ist. Ich möchte jetzt ein bisschen näher auf den Punkt Reaktivität. Also Reaktivität heißt einfach, dass der Hund reagiert auf, also wenn er einen anderen Hund sieht, beziehungsweise der eine kritische Distanz unterschreitet, reagiert der Hund entweder mit irgendeinem Abwehrverhalten, ja, mindestens bellen, ja, das bedeutet Reaktivität. Hier ist es eben im Training besonders wichtig, Auslöser einmal zu vermeiden. Ja, Auslöser heißt, dass eben ein anderer Hund so nah kommt, dass sich mein eigener schon bedroht fühlt. Und jedes Mal, wenn mein Hund die Erfahrung macht, ich führe mich auf, das heißt, ich belle, ich springe in die Leine, ich knurre, ich führe mich sonst irgendwie auf und es führt zu dem dem erwünschten Erfolg, nämlich dass der andere Hund irgendwann einmal weggeht. Selbst wenn der sowieso vorbeigeht, das weiß ja mein Hund nicht. Ja? Dann denkt er sich jedes Mal, das ist die Strategie, die muss ich machen, damit ich in Ruhe gelassen werde. Ja? Das sollte man tunlichst verhindern, wenn man an dem Problem arbeiten möchte, auch im Sinne des Hundes und im Sinne einer Reduktion der Stressbelastung. Denn Aggressionsverhalten hat nichts mit Bösartigkeit per se zu tun, sondern das Ziel von Aggressionsverhalten ist einfach eine Distanzvergrößerung. So im Sinn von, bleib wo du bist, geh weg, lass mich in Ruhe. Und wenn der Hund praktisch das Aggressionsverhalten zeigen muss, damit er in Ruhe gelassen wird, dann übt er das auch jedes Mal und das wird zu seiner Verhaltensstrategie. Das heißt, hier ist Abstand halten von vornherein einmal notwendig, um überhaupt daran zu arbeiten, dass der Hund ein Alternativverhalten zu seiner bisherigen Strategie lernt und dass auch seine Assoziationen bzw. Emotionen im Hundekontakt sich verändern können überhaupt. Ja? Weil im Moment wird er einfach wütend, ängstlich, ja? Und unser Ziel ist, dass er eigentlich gelassen und ruhig ist und sich eigentlich denkt, da kommt ein Hund nach uns, so ungefähr. Ich möchte jetzt noch kurz meine beiden gelben Hunde vorstellen. Das ist einerseits die Bagheera, die ist auch der Grund, weshalb ich überhaupt Hundetrainerin geworden bin, ja, weil es eben diverse Probleme gab und ich war halt relativ unbedarft und habe auch nicht gewusst, was es eigentlich bedeutet, einen Herdenschutz und Mischling bei mir aufzunehmen. Ja. Also Herdenschutzhunde schauen süß aus, sie ist auch wirklich eine entzückende Hündin und ich mag sie wirklich, also ich liebe sie enorm. Aber die haben einfach in der Genetik drinnen, dass sie alles, was fremd ist, einmal primär nicht unbedingt so lieben. Ja? Im Gegensatz, also wird häufig verwechselt, oder manche Leute verwechseln das auch mit Hütehunden. Ja? Hütehund ist ein Border Collie, der ist dafür gezüchtet, dass er sehr eng mit dem Menschen zusammenarbeitet. Ja? Also die treiben die Hunde sozusagen dorthin, wo der Mensch sie hinläuft. Ja? Herdenschutzhunde, wie schon der Name sagt, sind darauf gezüchtet, in der Schafherde zum Beispiel zu leben und sie selbstständig vor Angreifern zu verteidigen. Ja? Und das hat natürlich jeder Herdenschutz oder Herdenschutz und Mischling in irgendeiner Form drinnen. Mal stärker, mal weniger stark, aber das beeinflusst einfach das Verhalten vor allem im Fremdkontakt mit anderen Hunden. Zusätzlich dazu, zu dieser genetischen Komponente, musste sie leider Gottes, weil ich es auch nicht besser wusste, unangenehme Erfahrungen machen, weil ich mir einfach trotzdem gedacht habe, naja, die soll doch spielen, ja.
Wir alle sehen doch so gerne, wenn Hunde spielen. Und wurde da halt auch von anderen Hunden einfach bedrängt, unangenehme Erfahrungen gemacht. Sie ist auch einmal von einer anderen Hündin überfallen worden, aus ihrer Sicht zumindest aus dem Nichts. Das heißt, auch ihr Bild im Kopf mit anderen Hunden ist eher, geht's weg, lasst mir in Ruhe, kommen wir aber ja nicht zu nahe. Das heißt, sie ist reaktiv bis angstaggressiv. Ja? Bei ihr spielt auch, oder bei Herdenschutzhunden generell spielt auch ein gewisses Maß an Territorialität eine Rolle. Ja, also praktisch im näheren Wohnungsumfeld und so weiter, das ist meins, ja, da reagiert sie viel, viel stärker als auf neutralem Boden. Ja, weil da ist sie einfach dann so ein bisschen, naja, das gehört nicht mir, brauche ich jetzt nicht unbedingt verteidigen. Ja, also direkt vor der Wohnung und so weiter reagiert sie am allerstärksten auf andere Hunde. Hier sieht man, habe ich so eine gelbe Schleife, wie gesagt, irgendeinen Stoff, ja, zurechtgeschnitten, an der Leine angebracht, sieht man recht gut, und das hilft ihr und mir natürlich einfach ein bisschen stressfreier durch den Alltag zu kommen und nicht dauernd diese Kommunikation haben zu müssen, bitte nicht herlassen, meiner tut nichts, ja meiner aber, etc. pp. Ja, und bis man das fertig geredet hat, ist schon alles der Hundekontakt und das Aggressionsverhalten schon wieder abgelaufen. Dann kommen wir zu meinem zweiten gelben Hundkandidaten, das ist der Heinzi. Der ist jetzt circa 5 Jahre alt, ein Rottweiler Schäfermischling und war, bevor er zu mir gekommen ist, in einem Tierheim, wo er leider Gottes sehr hart behandelt wurde. Also er wurde gestraft, sowohl psychisch als auch physisch, also er wurde körperlich bedroht, mit der Fangstange ein- und ausgesperrt. Das heißt, sehr, sehr unangenehme Erfahrungen mit Menschen, auch mit anderen Hunden. Es ist dann auch zu einem schweren Beißvorfall gekommen, bevor er zu mir gekommen ist. Eben aus dem Grund, dass er gelernt hat, Aggressionsverhalten hilft ihm einfach. Ja, er bringt ihm Erleichterung, die Hände kommen weg von den Menschen, die lassen mich in Ruhe, ich brauche nur praktisch dastehen, den Menschen anstarren, knurren, mich irgendwie aufführen und schon werde ich in Ruhe gelassen. Das hat er wirklich sehr, sehr gut gelernt. Die Strategie will ich ihm jetzt natürlich irgendwie ein bisschen abgewöhnen. Ja. Er soll zwar schon die Sicherheit haben, dass er praktisch auch selber die Kontrolle haben kann über, nähern sich Menschen oder nähern sie sich nicht, aber eben nicht in der Eskalation so hoch. Ja? Also er soll lernen, dass zum Beispiel ein Weggehen, ein selbstständiges Weggehen auch etwas ist, was man machen kann, anstatt gleich in Angriff zu gehen. Ja? Und wenn aber jetzt andauernd, unter Anführungszeichen, fremde Hunde und oder Menschen einfach eine kritische Distanz unterschreiten, wird er einfach immer wieder in die Situation gebracht, dass er einfach auf seine alte Strategie zurückgreift. Ja, weil das ist das Einzige, was ihm noch einfällt und hat auch eben sehr, sehr gut für ihn in seiner Welt funktioniert. Was ich noch vergessen habe zu sagen, er hätte euthanasiert werden sollen, eben aufgrund dieses Beißvorfalls. Das heißt, er hat wirklich ein Problem. Aus dem Grund ist im Abstand im Alltag einfach notwendig, brauche ich, ja, auch um die Sicherheit von anderen Menschen und Hunden gewährleisten zu können und ist eben auch für ihn im Alltag, also ich trainiere im Grund die ganze Zeit mit ihm, wenn ich mit ihm zusammen bin. Ja? Also da kann ich nicht sagen, Schalter einschalten, jetzt trainieren wir, Schalter ausschalten, jetzt ist wurscht, jetzt kann der Hund herkommen oder sowas. Ja, das geht einfach nicht, das versteht er nicht. Also von daher bin ich wirklich darauf angewiesen, auch auf ein bisschen Mitmachen von anderen. Ja? Und ich bin auch immer wieder überrascht darüber, also ich habe 3 Hunde, wenn ich mit 3 Hunden unterwegs bin und ich weiche schon deutlich aus bei einer Hundebegegnung, die ich vermeiden möchte. Ja? Und der andere Hundebesitzer, die andere Hundebesitzerin bleibt stehen und sagt, meiner tut eh nichts. Ich habe aber 3 Hunde, ich mache mir nicht Sorgen um meine 3 gegen den anderen. Also manchmal verstehe ich wirklich nicht, wo, also die Logik dahinter, hinter manchen solchen Zurufen. Genau. Also wie gesagt, Abstand ist einfach notwendig, damit ich ihm erwünschtes Verhalten, auch aus seiner Sicht erwünschtes, deeskalierendes Verhalten beibringen kann. Von daher würde ich euch bitten, im Moment ist es natürlich noch nicht so, dass alle Hundeleute oder überhaupt, dass das gelbe Band, die Bedeutung des gelben Bands schon so verbreitet ist, dass man damit praktisch spazieren gehen kann und man wird nicht mehr belästigt, ja, wenn man einen sensiblen Hund hat.
aber wenn man es nicht umsetzt, wenn man es nicht anwendet, dann wird das nie der Fall sein. Ja? Also von daher macht es einfach, schneidet euch einen Stoff zurecht, ja? Oder wenn ihr da zu meinem Stand kommt, 324, habe ich auch eine Firma, eine Partnerfirma, die solche Schleifen in unterschiedlichen Größen herstellt. Also wer es professionell haben will, kann man das auch so haben. Aber wie gesagt, es reicht auch wirklich irgendein Stoff. Und wendet das an, einfach damit die Botschaft verbreitet wird. Weil das ist nämlich jetzt mein dritter Hund, ja, der hat eigentlich kein Problem mit gar nichts. Ja, also, und er trägt die gelbe Schleife einfach aus Solidarität mit seinen beiden Mitbewohnern. Ja. Mit diesen Worten möchte ich jetzt, also danke für die Aufmerksamkeit, möchte jetzt auch schließen. Auch noch mit dem Hinweis www.gelber-hund.at bzw. www.canisapiens.at, das ist mein Hundetrainingsunternehmen.